Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Strahlender Sonnenschein passt zu strahlender Optik dieses wunderschönen Lastrada Avanti XL. Wir haben ein Fahrzeug mit Doppelboden, mit toller Stehhöhe, mit einem super schicken Grundriss, wahrscheinlich der größten Schublade, die man in einem Kastenwagen haben kann, und ganz vielen tollen technischen Features, die wir hier im Fahrzeug eingebaut haben und die Lastrada ab Werk mitgeliefert hat. Luftfeder, alles was das Herz begehrt. Das schauen wir uns heute in diesem Video ganz genau an. Genießt den Lastrada Avanti XL aus dem Modelljahr 2021 gemeinsam mit mir. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen. Bevor wir mit dem Avanti XL loslegen, denkt dran, hier unter dem Video, wie schon so oft gesagt, klickt auf Abonnieren, folgt uns, aktiviert die Glocke, dass ihr für alle zukünftigen Videos Infos erhaltet. Und wer noch ein paar mehr Bilder zu dem Fahrzeug haben will und sich das in Ruhe anschauen will, der sollte uns auch bei Instagram folgen. Da kommen nämlich immer wieder neue Bilder von den Fahrzeugen, die wir ausliefern. Also folgt auch da Togo Reisemobile. Ja, heute schauen wir uns den Lastrada Avanti XL an. Das ist ein großartiges Fahrzeug und vor allem ist er in der 6-Meter-Klasse absolut einzigartig mit dem, was er kann, weil er ganz spezielle Schwerpunkte setzt. Schon auf den ersten Blick auf dem Fahrzeug seht ihr die größte Unterscheidung zu fast allen anderen 6-Meter-Fahrzeugen. Dieser Wagen ist einfach 20 cm höher. Das macht so viel aus in so einem Fahrzeug, weil sich so viele Dinge im Detail dann doch ändern, aber vor allem für große Menschen das Plus an Stehhöhe ist halt super attraktiv. Wie Lastrada das alles im Detail umgesetzt hat und wo die Besonderheiten dieses Fahrzeugs sind, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen, besonders spannend ist nachher der Teil unter dem Bett, weil dort die größte Schublade ist, die ihr in einem Kastenwagen überhaupt findet. Aber erstmal schauen wir uns den Wagen grundsätzlich an. Wir haben hier ein Fahrzeug, der Avanti XL ist 5,99 Meter lang. Das heißt, er hat von innen den klassischen 6 Meter Grundriss, Heckbett quer vorne, die Sitzgruppe und in der Mitte Küche und Nasszelle. Der hier, so wie er hier steht, Außenfarbe ist ein normales Weiß. Wir haben dem Wagen jetzt 18 Zoll Felgen von ORC verpasst. Das finde ich macht in der Optik schon wahnsinnig viel aus und sieht super schick aus. Und auch bei so einem hohen und dann doch irgendwie stämmigen Auto sieht das natürlich immer gut aus, die großen Felgen zu haben, aber vor allem ja auch das Plus an Fahrkomfort. Ihr habt durch den weniger Luftdruck, den ihr bei den 18 Zoll Felgen fahrt, einfach ein viel weicheres Fahrverhalten, weil kleine Stöße viel besser abgefedert werden. Ob das bei dem Wagen notwendig gewesen wäre, wissen wir nicht genau, weil der schon ab Werk eine Vollluftfeder von VB mit drin hat. Das heißt, er kann sich auf verschiedene Fahrverhalten oder Fahrgelegenheiten einstellen. Es gibt eine Art Offroad-Modus, wo man höher fahren kann. Man kann ihn, wir haben ihn jetzt ein bisschen niedriger gelegt, damit die Einstiegshilfe oder damit man nicht so große Schritte machen muss. Ich werde ja auch nicht jünger. Und man kann zum Beispiel, und das ist einer der Hauptgründe für die Vollluftfeder, auch die sogenannte Auto-Level-Funktion nehmen. Das heißt, in gewissen Bahnen, je nachdem wie schräg das ist, macht er durch einzelnes Rein- und Rausfahren der Räder gleicht er das Fahrzeug so aus, dass ihr es innen immer gerade habt. Wie das genau geht, das haben wir in ein paar Videos schon gezeigt. Da verlinken wir euch oben in der Ecke einfach mal ein Video. Ich glaube, das war ein Avanti F, in dem wir das ganz detailliert unter die Lupe genommen haben. Schaut euch das einfach mal an. Da sieht man, wie groß der Spielraum ist, den so eine Luftfeder auf jeden Fall hat. Ja, grundsätzlich ist es bei Lastrada so, dass ihr unendlich viele Individualisierungsmöglichkeiten habt. Das fängt an mit Kühlschränken, mit Heizung, mit allem, was da ist, aber vor allem auch viele kleine Optionen, die mit dazu zu bestellen sind. Wir haben hier zum Beispiel eine Gasaußensteckdose. Bei allen anderen Marken muss ich die Gasaußensteckdose nachträglich mit viel Aufwand einbauen, Möbelbau auseinandernehmen, das alles machen. Bei Lastrada drücke ich aufs Knöpfchen und dann kommt sie ab Werk mit. Wir haben so Dinge wie zum Beispiel das Schiebefenster hier. Normalerweise ist da keins. Bei Lastrada kann ich individuell sagen, ich hätte gerne links ein Fenster, das ist serienmäßig, oder das hätte ich gerne nicht. Auf der rechten Seite hätte ich dazu gerne ein Schiebefenster. Also ihr könnt euch wirklich gemeinsam
überlegen, wie das sein soll. Hier zum Beispiel haben wir maximales Licht, würde ich mal sagen, konfiguriert. Das heißt Dachhaube oben, 2 Fenster hinten und links und rechts Fenster. Das ist also wirklich ein lichtdurchflutetes Fahrzeug. Ich würde vorschlagen, wir werfen mal einen Blick ins Fahrzeug rein und gucken, wie cool dieser Avanti XL von innen aussieht mit seinem schicken Holzdekor und einem ganz schicken Polsterstoff, der toll dazu passt. Ich fühle mich heute wie in Dänemark, das merkt man schon am Wind und der Lockdown-Phase sei Dank, die Haare werden wieder länger, es flattert also richtig schön im Wind. Wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Auf den ersten Blick sieht man, bei fast allen anderen Fahrzeugen geht ihr ebenerdig hier unten rein. Beim Avanti ist es so, ihr geht hier eine Stufe und wir haben dann ein durchgehendes Niveau, wirklich vom Fahrerhaus bis hinten zum Bett, ohne irgendeine sogenannte Stolperkante oder irgendeine Stufe zwischendurch. Dadurch, dass der ganze Boden hochgelegt ist, habt ihr im gesamten Fahrzeug einen Doppelboden und das nutzt Lastrada relativ elegant aus. Wir haben zum Beispiel hier im Eingangsbereich die Möglichkeit, einen zusätzlichen Tisch rauszuziehen. Und damit auch der Raum da drin nicht verschenkt wird, ist das natürlich auch als Stauraum nutzbar. Und was total praktisch ist, das haben wir ganz viel benutzt. Man kann sich im Prinzip wirklich, wenn ihr irgendwo nur mal schnell eine Rast macht, ich kann mich hier reinsetzen, ich habe einen Tisch und anstatt dass ich Tisch, Stühle, alles aufbauen muss, habe ich einen Sitz gleich hier. Für die zweite Person schnappe ich mir schnell einen Stuhl von hinten und dann kann ich wirklich vollwertig und schön essen oder einfach auch nur mal ein Getränk abstellen. Das ist der eine super Nutzen davon. Und was wir für uns auch festgestellt haben, ist, wenn man wirklich mal länger steht, wir reisen ja zu viert, mit unserem normalen Tisch wird das oft ein bisschen enger. Wir haben so ein kleines Stückchen abseits gesessen und man konnte für Topf und alles, was man so groß nicht auf dem Tisch haben wollte, das wunderbar hier drauf abstellen. Das ist gerade, wenn kleinere Kinder an so einem klapprigen Campingtisch mitsitzen wie bei uns und man immer Angst hat, dass die kochend heißen Sachen umkippen, total praktisch, alles, was irgendwie gefährlich ist, zur Seite zu nehmen. Wenn man den nicht braucht, kann man den hier wunderbar wieder verschwinden lassen. Und darüber haben wir auch noch mal einfach als zusätzlichen kleinen Stauraum eine zusätzliche Schublade. Das heißt, Lastrada lässt da wirklich keinen Zentimeter ungenutzt. Und das Ganze ist so mal quadratisch praktisch gut gebaut. Und zum Beispiel auch die Tischarbeitsplatte ist nicht einfach stumpf vorgesetzt, sondern in den Möbelbau integriert. Und wenn man die hochklappt, eben auch groß und ganz robust. Und wenn ich sie runterlasse, rastet sie nicht nur oben ein, sondern wird unten auch vom Magneten gehalten, so dass sie wirklich klapperfrei unterwegs ist. Ja, der Einstieg, und da fällt im Prinzip gleich der größte Unterschied zu allen anderen Fahrzeugen auf. Ich stehe hier aufrecht, klar, unter der Dachhaube geht das immer, aber ich stehe hier wirklich aufrecht und kann mich bewegen, habe kein Problem mit der Höhe. Und wir können mal gleich gucken, was wir hier für eine Stehhöhe haben. Das wird mich nämlich jetzt tatsächlich auch noch mal interessieren. Wir haben hier, wo ist mein? 1,96,8 Meter, also knapp 1,97 Meter in der Stehhöhe. Dann haben wir gleich, das haben wir natürlich überall im Fahrzeug, zum Beispiel, da liegt der Teppich noch zu hoch. So. Auch hier in der Dusche habt ihr eine 1,95er Stehhöhe. Das heißt, es ist wirklich ein Fahrzeug, was zum einen euch ein großartiges Raumgefühl macht, weil man einfach luftig sitzt, aber für große Menschen wirklich auch die Möglichkeit gibt, sich vernünftig aufrecht hinzustellen. Ja, wir drehen uns jetzt mal die Sitze zurecht, dass wir eine schöne Sitzgruppe haben. Und dann gucken wir gleich mal, wie sich das alles gestaltet und was hier für Hölzer und Stoffe verwendet worden sind. Herzlich willkommen auf einem der gemütlichsten Sitzplätze, die ihr in einem Kastenwagen haben könnt. Diesen Avanti XL haben wir nämlich mit dem Komfortpaket 2 bestellt. Und Komfortpaket 2 heißt bei Lastrada, dass ihr diese SKA-Pilotensitze bekommt. Auf den ersten Blick, klar, sind normale Sitze. Aber gerade weil wir hier über große Menschen ansprechen, ist es tatsächlich auch so, dass ihr zum Beispiel mit verstellbarer Sitzfläche
einfach eine lange Auflage findet, dass auch lange Beine bis zur Kniekehle unterstützt sind, aber eben kurze Beine auch wunderbar sitzen können. Die Sitze haben hier Luftpolster an den Seiten und im Rückenbereich drin, um den Rücken zu unterstützen und euch mehr Seitenhalt zu geben. Und wenn ihr den Wagen mit Leder bestellt, dann könnt ihr ihn theoretisch sogar als Klimakomfortsitz bestellen. Dann kommt er hier in der Mitte mit perforiertem Leder. Dann habt ihr neben der Sitzheizung, die Sitze sowieso serienmäßig drin haben, auch noch eine Sitzkühlung. Armlehnen sind selbstverständlich, Höheneinstellung, Neigungseinstellung, alles möglich. Also ist ein teurer Spaß mit 2000 Euro, die das ungefähr kostet. Aber andersrum, für solche zwei Pilotensitze, wenn ihr die im Nachgang irgendwann nachrüsten wollen würdet, ist das eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, wenn man den großen Schritt geht, sich einen Lastrada zu konfigurieren, der sicherlich finanziell gesehen zum oberen Ende der Fahnenstange im Kastenwagenbereich gehört, dann ist das auch sinnvoll, sich das Komfortpaket 2 mit dazu zu nehmen, weil das wirklich ein echtes Plus auf langen Strecken ist. Und gerade in dieser Konstellation bei dem Fahrzeug mit der Vollluftfeder, mit den 18 Zoll Federn, mit diesen Sitzen, glaube ich, das beste Reisen ist, was man haben kann. Zumal wir genau, wenn ich richtig gucke, hier auch noch die Automatik und die 180 PS haben. Also das ist sozusagen der Königsweg der Kastenwagen, was Fahrdynamik und Fahrkomfort angeht. Viel Ausstattung ist natürlich auch so, dass man bei viel Ausstattung automatisch auch viel Gewicht hat. Und das darf man bei Lastrada auch immer wieder nicht unterschätzen, weil so ein massiver, guter Möbelbau, ich zeige euch gleich nochmal 2, 3 Details, wo man wirklich sieht, dass nicht gespart wird am Möbelbau, bringt natürlich auch viel Gewicht mit sich. Ein Lastrada durch den Doppelboden ist von Haus aus schon kein Leichtgewicht letztendlich. Wir haben beim Avanti XL eine Masse im fahrbereiten Zustand von 2940 Kilo. Jetzt haben wir aber hier, ich mache jetzt nur mal die schweren Extras, sowas wie eine Markise, sowas wie die Vollluftfeder, wir haben das Maxi-Chassis, wir haben sowieso eine Dieselheizung mit Elektrounterstützung, wir haben alles Mögliche an Sachen mit drin, sodass wir am Ende eine Masse im fahrbereiten Zustand mit allen Extras, großer Wechselrichter, all sowas auch mit dabei, von 3360 Kilo haben. Der Wagen ist theoretisch zulassungsfähig bei 3,5 Tonnen. Aber da muss man ganz klar sagen, das reicht eigentlich nicht. Auch zu zweit wird das schon relativ knapp. Deswegen ist zum Beispiel dieser Wagen hier auch auf 4,25 Tonnen aufgelastet. Und dann habe ich natürlich überhaupt keinen Schmerz. Dann habe ich 850 Kilo Zuladung. Mehr passt hier gar nicht rein. Also da kann man wirklich auch 2 Personen entspannt mitnehmen. Wenn man wirklich die 3,5 Tonnen halten will, dann muss man sich so ein bisschen Gedanken machen, ob man vielleicht irgendwo gewichtsmäßig nochmal abspeckt. Aber da gehen wir wirklich mit euch die einzelnen Konfigurationsschritte durch, dass man wirklich guckt, was ist für euch der individuell gesehen beste Weg. Also es ist ein Auto, viel Komfort, ist viel Gewicht und da muss man sich einfach auch Gedanken drüber machen. Aber dafür hat man dann eben auch alles mit dabei. Zum Beispiel, wenn ich hier auf dem Sitz sitze, ich habe direkt hier auch an der Nasszellenwand haben wir einen Fernseher mit einer Soundbar mit dran, das heißt auch mit einem richtig guten Sound, der mit dabei ist. Wir haben auf dem Dach eine Sidetrack-Sattanlage von Tenhaf, das heißt, die ist nur 14 cm hoch. Und so bleiben wir auch bei der sowieso schon hohen Höhe von 2,89 unter einer Gesamthöhe von 3 Meter, was manchmal ja doch irgendwie relevant ist. Ich kann selber rechnen, 2,89 plus 14 ist mehr als 3, das weiß ich wohl. Aber die Sattanlage wird ja nicht auf den höchsten Punkt aufgebaut, sondern neben die Dachhaube. Das heißt, von den 2,89 die Montagehöhe kann man ungefähr 6, 7, 8 cm für die Dachhaube abziehen. Dann steht das Auto so ein bisschen im Keil nach vorne. Insgesamt bleiben wir auf jeden Fall unter 3 Meter. So, jetzt haben wir hier, wir gucken mal, wie groß unsere Sitzgruppe ist. Was haben wir denn hier? 1,3 Meter auf Höhe der Sitzlehne sozusagen und Tischhöhe. Und hier oben haben wir 1,23 Meter bis zur B-Säule. Das ist die Lastrada typische Sitzgruppe, also da wird nichts anders gemacht als in den anderen Fahrzeugen. Wir haben aber einen riesengroßen Tisch, der relativ einfach zu verschieben ist und ihr habt serienmäßig eben schon ganz viel mit dabei. Zum Beispiel auch hier den Schwenkteil für den Tisch, wir haben vor ein paar Tagen den letzten Avanti gefilmt und gemessen, da war das ein Avanti L. Da war der Tisch fast 1,40 ausgeschwenkt, also es ist einfach ein riesengroßer Tisch. Apropos Avanti L Video. Der Avanti XL hat einen kleinen Bruder, das ist der Avanti L.
Das ist die gleiche Grundrissidee, aber für die Menschen, die sagen, Doppelboden brauche ich nicht, die Stehhöhe brauche ich nicht, ich hätte dafür lieber ein flacheres, dezenteres Auto. Für euch gibt es den Avanti L, der aber vom Ausbau und von der Qualität des Ausbaus genauso hochwertig ist wie hier. Und bei dem Video des Avanti L, was wir gemacht haben, haben wir so ein bisschen geguckt, wo kommt eigentlich die Differenz zu anderen Herstellern her, wenn man den Avanti L gut mit anderen Fahrzeugen vergleichen kann. Also schaut euch das Video auch auf jeden Fall an. Da haben wir auch sehr intensiv gezeigt, was gibt es für Konfigurationsmöglichkeiten. Und deswegen verlinken wir euch das Video einfach auch nochmal oben in der Ecke. Ist, glaube ich, auch ganz sehenswert, wenn man sich für Lastrada interessiert. Bevor ich den Tisch wieder aufbaue, vielleicht noch ein kurzes Wort hier zu der Sitzbank. Ihr habt bei Lastrada serienmäßig die Möglichkeit, die Sitzbank zu entriegeln, und dann hat man hier einfach, kommt die Rückenlehne mit nach vorne. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen loungiger zusammenfläzen, dass, wenn ihr vorne auf diesem Komfortpaket 2 SKA-Piloten Supersitzen sitzt, man auch hinten auf der Sitzbank sich das richtig gemütlich machen kann. Zusätzlich ist die Sitzbank immer fest aufgepolstert. Das heißt, ihr habt kein Polsterverrutschen mehr und auch die Rückenlehne bleibt genau an dem Ort, wo sie sein soll. Einmal Isofix ist immer mit dabei, hier auf dem äußeren Platz. Das heißt, für die meisten Familiensituationen ist das absolut ausreichend. Nur fürs Protokoll, hier haben wir eine 230 Volt Steckdose mit einbauen lassen. Das halte ich für einen super sinnvollen Platz, aber serienmäßig wäre sie dort nicht vorhanden. Wo ist der große Vorteil des Doppelbodens? Das ist neben der Stehhöhe viel Stauraum. Einmal habt ihr beim Reingehen draußen den Tisch gesehen, aber wir haben auch noch so viele andere Fächer. Zum Beispiel hier unterm Tisch. Einmal dieses Fach und einmal dieses Fach. Wir haben hier im Eingangsbereich dieses Fach. Ein wunderbares Schuhfach, dazu noch mit beheizt, dass es richtig schön warme Füße gibt. Und wir haben hier hinten im Flur auch nochmal ein Doppelbodenfach, was auch nochmal richtig viel schluckt. Und dazu habt ihr hier auch noch eine kleine Stufe, die auch noch da ist. Und dazu habt ihr hier hinten Stauraum. Man sagt, wieso ist denn hier Boden? Das gucken wir uns gleich von hinten an. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Direktzugriff zum Stauraum nach hinten. Also Stauraum ohne Ende in diesem Fahrzeug. Das spiegelt sich natürlich auch in den Schränken oben wieder. Im Modelljahr 21 haben wir ja bei Lastrada die grifflosen Klappen. Das heißt, ihr habt hier so eine schöne Kante, wo man einfach drunter greifen kann. Und man hat einfach die Stauräume, die dort oben sind. Und eins der Details, das habe ich in dem Avanti L Video auch schon mal deutlich gezeigt, wenn man alleine sieht, mit wie viel Schrauben so Scharniere verschraubt sind. Jedes einzelne Scharnier mit 8 Schrauben, kann man sich ungefähr überlegen, wie viel Aufwand im Aufbau steckt. Durch das Mehr an Höhe habt ihr hier oben eben die großen Fächer, darunter die offene Ablage und auch über dem Fahrerhaus, ich weiß nicht, ob wir uns einmal drehen können, ja, ein riesengroßes Fach, nahezu ein Kinderzimmer. Ist natürlich keine besonders gute Idee, das Kind da im Dunkeln einzusperren, aber praktisch wäre es manchmal. Jo, Fernseher, nur dass man die Idee für hat. Den ganzen Fernseher haben wir auf so einem Schwenkarm angebaut, dass man ihn auch in die Mitte ziehen kann, dass sowohl Fahrer als auch Beifahrer gut gucken können und man dann eben auch die Klappe hier vernünftig aufmachen kann. Das ist jetzt ein 22 Zoll Fernseher. Das ist meiner Meinung nach das Größte, was hier sinnvoll geht. Und mit der Soundbar habt ihr einfach nochmal deutliches Plus an Soundqualität nachher mit drin. Gegenüber von der Sitzgruppe haben wir den Küchenblock. Der ist bei Lastrada in allen Fahrzeugen einheitlich, und zwar einheitlich, weil er einfach insgesamt eine tolle Lösung ist. Wir haben hier den Zweiflammkocher mit 2 richtig großen Flächen, dass man einfach wirklich beziehungsweise 2 große Töpfe hinbekommt und das Ganze eben auch massiv als ein Gitterrost rausnehmen kann. So kann man es gut sauber halten, es macht vor allem wenig Geräusche. Daneben die große Nasszelle, also wer duschen will, klein genug ist, kann natürlich auch da drin duschen. Daneben das große Waschbecken, schön quadratisch, dass da auch große Töpfe reinpassen und insgesamt einfach eine super schlüssige Optik. Der Küchenblock hat dann auch richtig schön viele Schubladen. Einmal hier auf dieser Seite eine große Besteckschublade und daneben, darunter zwei Zusatzschubladen, natürlich alles mit Soft-Einzügen bei Lastrada. Und hier einfach nochmal 2 große Schubladen, die darunter hat nochmal das gleiche Format. Hier sieht man im Prinzip auch schön, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug in Eiche Natur.
mit abgesetzten Klappen in weiß matt. Das heißt, wenn ihr zweifarbig bestellt, kommt auch der Küchenblock unterschiedlich. Wenn man dieses abgesetzte nicht bestellen würde, wäre alles einfarbig. Wir haben ja relativ große Schränke hier. Was Lastrada da ganz charmant macht, ist, dass einfach so Rollläden oben drin sind. Damit habe ich keine Klappe, die mir direkt vor der Nase hochgeht. Also ich muss nichts ausweichen, sondern ich kann einfach wirklich das hochziehen, reingucken und wenn ich fertig bin, zuziehen. Und auch hier im Kühlschrankelement habe ich einfach ein riesengroßes Fach, wo man vieles machen kann. Ab Werk könnte man auch hier einen Fernseher reinbekommen. Wir finden, dass das ein tolles Staufach so ist. Und was ich finde, was Lastrada da ganz geschickt angeht, ist, dass sie dieses Kühlschrankelement nicht gerade an die Decke hochziehen, sondern dass man sagt, okay, auf die letzten paar Quadratzentimeter Stauraum verzichte ich hier. Und dafür habe ich als großer Mensch eben hier diesen Rückschritt oder Ausschnitt, dass man einfach so auf Schulterhöhe sich vernünftig bewegen kann. Und wenn man steht oder abends im Bett ist, tatsächlich auch hier nochmal eine kleine praktische Ablage mit dabei hat. Das ist einfach eine ganz kleine Änderung im Möbelbau, macht halt relativ viel Aufwand, das Ganze so zu machen. Aber hat für mich gefühlt einen echten Mehrwert, weil der Wagen sonst oben zu eng werden würde. Und wenn ich mir hier eine gerade Wand hoch vorstelle, dann müsste ich ja schon irgendwann anfangen, seitlich zu gehen. Diesen Lastrada Avanti XL haben wir so ein bisschen auf Autarkie getrimmt. Das heißt, der hat eine Dieselheizung, sogar eine Diesel-Elektroheizung. Das heißt, ihr könnt wahlweise mit Diesel heizen oder auf dem Campingplatz auch mit 230 Volt. Wir haben eine Lithium-Batterie mit drin, wir haben eine Solaranlage mitten auf dem Dach, dass man da möglichst unabhängig ist. Und das Ganze wird natürlich nur konsequent und rund, wenn man dann auch einen Kompressorkühlschrank mit dazu nimmt. Das haben wir hier natürlich auch getan. Das heißt, zum Kochen brauchen wir, oder andersrum, das Gas brauchen wir hier ausschließlich zum Kochen oder wenn ich über die Gassteckdose außen den Grill anschließe. Damit bin ich nahezu dauerhaft unabhängig. Ja, unterm Kühlschrank haben wir hier nochmal eine kleine flache Schublade, einfach um Krimskrams aller Art zu verstauen. Und ganz unten drunter die große Schublade, die unfassbar viel schluckt. Und anders als bei den meisten anderen 6 Meter Autos habt ihr hier, da gehe ich mal einen Schritt zur Seite, dass ihr reinschauen könnt, da ist auch oben eine Kleiderstange drin. Die einzelnen Böden sind rausnehmbar, so dass man wirklich einen Kleiderschrank hat, der eine volle Hängehöhe hat bis in den Boden runter. Und dadurch hat man eben, das hat man normalerweise im Kastenwagen nicht, weil eigentlich hier hinter dem Kühlschrank gleich das Bett beginnt. Bevor ich euch zeige, wie es in der Nasszelle zugeht, zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, die Lastrada bei fast jedem Fahrzeug habt. Ihr habt immer so eine Art Zweiraumkonzept. Das heißt, in den meisten Grundrissen findet sich irgendwo ein kleiner Trennvorhang. Der ist immer so angebracht, dass Wohnen und Schlafen, Toilette sich hinten wunderbar abtrennen lassen. Hat 2 Vorteile. Einmal, wenn einer von euch mal früher ins Bett geht als der andere, kann man das eben trennen, kann vorne im Hellen sitzen bleiben und trotzdem hinten vernünftig schlafen. Aber der für mich viel relevantere Einsatzbereich ist, wenn ich irgendwo in der Stadt oder am Strand stehe, mal eben hier zuziehen und dann kann ich nämlich, was richtig cool ist, hier die beiden Flügeltüren einfach nach innen drücken und dann habe ich hier so eine Art Umkleideraum, wo ich mich schnell umziehen kann. Und auch wenn ich nur mal eben auf Toilette will, muss ich nicht alles direkt zumachen und Sichtschutz machen, sondern komme wirklich gut rein. Die Nasszelle ist jetzt nicht riesengroß, aber absolut ausreichend, passt toll vom Platz auf der Toilette, passt das alles gut. Wir haben eine Toilette mit Keramikschüssel, also auch komfortabel und gut. Und in dem Fahrzeug hier, ich habe das ja draußen vorhin schon gesagt, getrimmt auf maximales Licht. Und auch hier ein Fahrzeug mit dem zusätzlichen Fenster in der Nasszelle. Das ist eine Option, das müsst ihr natürlich dazu bestellen. Oben drüber ein schöner Schrank mit Ablage und hier der Raum daneben ist im Prinzip, nur nicht wundern, dass der nicht genutzt ist, da sind Fiat-Verstrebungen dahinter. Überall habt ihr bei Lastrada diese Lampen im Innenraum mit eingelassen. Das heißt, die sind alle schön mit Touch geregelt, nehmen kaum Platz weg und man kann die auch dimmen, dass man zusätzlich vernünftiges Licht hat. Und auch wenn man nachts mal nur auf Toilette geht, muss das nicht immer gleich grell sein, sondern einfach nur hell. Ich sag mal einfach so ein gemütliches Licht, dass man auch halb schlaftrunken wunderbar den Weg auf Toilette machen kann. Ich nehme mir jetzt mal unser Maßband und dann, glaube ich, schauen wir uns das Bett am besten von hinten, von außen an. Nur bevor wir nach hinten gehen, guckt ihr noch mal kurz einen Blick mit hier hinten rein, weil man das von hinten nicht so gut sieht, wie viel Stauraum hier ist. Auch hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Schränke mit dabei. Wir haben ganz viel Licht, wir haben ganz viel Luft.
Und dieser Wagen, ich habe ja schon eingangs gesagt, nahezu Vollausstattung, hat zusätzlich noch das Jenat Soundsystem drin, was man bei Lastrada mitbestellen kann. Das heißt, neben einem 3-Wege-Soundsystem vorne mit separatem Subwoofer und komplett anderen Boxen und einer Endstufe vorne, kriegen wir auch diese Satellitenboxen hier hinten mit rein, so dass man einfach im gesamten Fahrzeug, ich will nicht sagen Konzertatmosphäre hat, aber auf jeden Fall mega hochwertigen Klang mit dabei hat. Und gerade wenn man so einen Hang zu Audiophilie hat, dann ist das was man auf jeden Fall wunderbar machen kann. Ich messe jetzt mal kurz hier einmal die Breite. Wo haben wir? Da ist der Laser. Hier auf der breiten Seite haben wir 1,47 und da können wir es gut messen. Und 1,30, also am Fußende 1,30. Das ist am Oberkörperbereich eins der breitesten. Dafür wird es unten ein bisschen schmaler. Und in der Länge haben wir 1,90. Das ist jetzt hier ein bisschen kürzer als bei anderen Fahrzeugen. Weil wir das Fenster zusätzlich haben, ist das Fenster dort nicht. Wird es noch ein bisschen länger von der Liegefläche. Wir gehen jetzt mal nach hinten und schauen uns den Stauraum an, weil da kommt eins der echten Highlights und der Besonderheiten vom Avanti XL nochmal ganz deutlich zum Tragen. Was wir bei diesem Fahrzeug sehr konsequent umgesetzt haben, ist dieser Schwarz-Weiß-Gedanke. So ein Kontrast macht für mich so ein Fahrzeug immer sportlich und finde ich passt gut. Das heißt, zu der normalen weißen Farbe mit dem schwarzen Dekor, schwarzen Klappen, schwarzen Fensterrahmen, schwarzen Dekoren, haben wir die Felge hier auch in Schwarz-Matt genommen. Das ist genau das Schwarz-Matt, was sich überall wiederfindet und was man nämlich jetzt seit diesem Modell ja richtig schön machen kann. Wir haben hier einen Busbiker angebaut, das heißt, das ist eine Rollerbühne, eine Fahrradbühne, das gucken wir uns gleich genau an. Aber auch der ist endlich so schön, dass er zu so einem schwarz-weißen Auto perfekt passt und in Schwarz ja mit fast jedem Auto perfekt harmoniert. Beim Busbiker ist es so, man kann, wo ist meine Entriegelung? Da. Ich klappe das jetzt einmal kurz runter, damit wir sehen, wie cool das funktioniert. Zack. Man kann den Busbiker einfach runterklappen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier 2 Fahrräder, maximal, ich glaube 70 oder 80 Kilo Zuladung zu haben. Und man kann so 2 Fahrräder draufstellen. Hat wunderbar tief die Belademöglichkeit. Und das Tolle, und das ist beim Avanti XL ganz wichtig, und das sehen wir auch gleich warum, wenn ich das hier entriegel, kann ich den ganzen Busbiker voll beladen mit beiden Rädern drauf nehmen, zur Seite schwenken. Und das Wichtige hier ist, dass er eben nicht mit einer Rolle dort drüben abstützt und dadurch ist vollkommen egal, wie die Bodenbeschaffenheit darunter ist. Wir haben jetzt hier einen XM290, das ist quasi einer der neuen. Der hat jetzt mit dabei eine Anhängerkupplung, die man einfach, wenn man sie braucht, dort anstecken kann. Ja, warum ist wichtig, dass man die ganze Bühne wegtragen kann oder wegschwenken kann? Weil ihr beim Lastrada Avanti XL die eingangs angekündigte größte Schublade der Kastenwagenwelt findet. Wenn man jetzt hier dran zieht, haben wir hier eine Schublade und die hört und hört nicht auf. Die hört und hört nicht auf. Zack, so weit, absoluter Vollauszug und so kann man eben den Stauraum hier drin perfekt benutzen. Wenn ich jetzt die Bühne nicht hätte richtig wegschwenken können, macht die Tür hier zu, dann kriegt ihr die Schublade nicht auf und das bringt ja dann auch nichts. Sollte irgendjemand sagen, die Schublade will ich nicht, einfach nur, dass ihr das wisst, die kann man ab Werk abbestellen. Wäre schade drum, finde ich persönlich, aber haben wir auch schon gemacht. Und dann hat man hier natürlich ein bisschen anderen Stauraum. Ich kann wie bei allen anderen Fahrzeugen hier das Bett auch hochklappen und dann nochmal zusätzlich ganz viel reinladen. Aber auch so, glaube ich, ist es ein toller Stauraum. Die Schublade selber mit 50 Kilo zu belasten, also auch mit einem Schwerlastauszug, hat ein Innenmaß von 1,19 mal 93, also riesengroß. Und hier unterm Bett haben wir eine Höhe von 40 cm und eine Tiefe hier auf der breiten Seite 1,40. Auf der schmalen Seite ist das ein bisschen weniger, 1,26 ungefähr. Das heißt einfach wirklich auch ein großzügiger Stauraum und so bringt man, ich habe zum Beispiel Kunden, die da unten Falträder drin liegen haben oder oben drauf und Tisch und Stühle auch da sind und dadurch, dass man es 2 Ebenen rausziehen kann, ist es halt total praktisch. Hier links in der Ecke ist der Gaskasten, je nachdem wie die Konfiguration ist. Hier braucht man jetzt sicherlich nicht mehr die 2 11 Kilo Gas reinstellen, die da reinpassen, weil wir ja nur zum Gas kochen.
zum Kochen das Gas brauchen. Da ist es sicherlich übertrieben, 2x11 Kilo Gas mit drin zu haben. Und auch hier, wenn wir die Matratze mal wieder runterdrücken, finde ich einfach das Raumklima, was einem so ein Lastrada mit der Höhe bietet, total schön und so wirklich auch ein richtig gemütliches, gutes Wohnen. Das ist der Lastrada Avanti XL. Hoch, viel Stauraum, dabei aber eben auch schwer und auch hochpreisig, aber eben auch ein qualitativ mega gut gemachtes Auto, wo man Kiteschaumatratzen, punktelastische Lattenroste, guck mal, da haben wir haben ganz viele Sachen noch nicht mal gesehen. Aber ein bisschen Spannung muss ja auch da sein, wenn ihr euch euren Wunschwagen konfiguriert. Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wir helfen natürlich gern bei der Konfiguration und nehmen natürlich auch gern die Bestellung eurer Fahrzeuge entgegen, wenn das der Wunsch ist. Aber vor allem geht es mir darum, euch zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten im Kastenwagensegment sind. Ja, ich denke, das ist uns heute ganz gut gelungen mit einer komplett neuen Variante, die es so, zumindest bei den Marken, die wir vertreten, kein zweites Mal gibt. Mich würde interessieren, ob der Avanti XL die Variante für euch ist. Schreibt das mal unten in die Kommentare und schaut euch auch die anderen Videos an von 6 Meter Fahrzeugen mit einem ähnlichen Grundriss. Was wäre eure Wahl des Herzens? Viel Spaß bei den anderen Videos, immer schön Sonne im Urlaub und bis bald.